Stell dir vor, dein Handy klingelt. Nicht mit irgendeiner Nachricht, nicht mit einer Einladung, sondern mit einer einzigen Frage. Wen würdest du jetzt anrufen, wenn es dir wirklich schlecht geht? Ich meine nicht deine Eltern, ich meine auch nicht deine Geschwister. Jemand außerhalb deiner Familie. Wenn du jetzt lange darüber überlegen musst oder gar keine Antwort findest, ist dieses Video genau was für dich. Ich möchte dir heute keine Phrasen erzählen oder keine schnellen Tipps geben, sondern ich möchte heute ehrlich sein und tiefgehend. Einsamkeit ist ein Tabuthema in unserer Community. Wir reden oft über Halal und Haram, wir reden über das Gebet, wir reden über das Fasten. Aber niemand redet über diese Thematik. Ich habe keine echten Freunde, ich bin umgeben von Menschen, aber trotzdem bin ich alleine. Und das Schlimmste daran, viele denken, es liegt nur an ihnen, dass irgendetwas mit ihnen nicht stimmt. Und heute sprechen wir darüber. Über die Gründe, über die islamische Perspektive und über echte machbare Wege raus. Nicht als Vorwurf, sondern als Spiegel und als Einladung. Lass mich ehrlich zu dir sein. Wenn du keine engen Freundschaften hast, liegt das fast nie an einem einzigen Grund. Meistens ist es ein Zusammenspiel. Und ich möchte, dass du heute zuhörst, ohne dich zu verurteilen, sondern mit einem echten Nachdenken. Lass uns gemeinsam nachdenken. Was trifft auf mich zu? Der erste Grund: vergangene Verletzungen. Wenn du früher verraten, bloßgestellt oder enttäuscht wurdest, baut dein Herz eine Mauer. Nicht bewusst, sondern als Schutz. Und diese Mauer schützt dich nicht nur vor Schmerzen, sie hält auch Nähe draußen. Der zweite Grund: zu hohe oder zu niedrige Erwartungen. Manche Menschen erwarten, dass ein Freund immer da ist, sofort erreichbar, immer verständnisvoll. Und wenn das nicht klappt, Enttäuschung. Andere erwarten gar nichts und investieren deshalb auch nichts. Beide Extreme verhindern echte Nähe. Der dritte Grund: äußere Umstände. Arbeit, Studium, Familie, ein stressiger Alltag lässt wenig Raum für Freundschaften. Das ist real. Und das ist keine Ausrede. Aber es erklärt, ohne zu entschuldigen. Und dann gibt es noch einen Grund, den die wenigsten sich eingestehen: unser eigenes Verhalten. Vielleicht sind wir zu kritisch, zu distanziert, zu sehr auf uns selbst fokussiert oder wir eröffnen uns einfach nicht, weil Verletzlichkeit sich nach Schwäche anfühlt. Das ist menschlich, aber es kostet uns einfach Nähe. Jetzt möchte ich dir zeigen. Der Islam hat vor genau 1400 Jahren schon gewusst, was Psychologen heute bestätigen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, ein Mensch folgt der Religion seines engen Freundes. Daher soll jeder von euch schauen, wen er zum Freund nimmt. Denk mal darüber nach. Der Gesandte Allahs alaihi salatu wasallam redet hier nicht nur über Qualität von Freundschaften. Er redet über Einfluss. Und dann, Allah Ta'ala sagt im Koran, die engen Freunde werden an jedem Tag Feinde voneinander sein, außer den Gottesfürchtigen. Freundschaft hat im Islam also einen Maßstab. Nicht, wer macht mir das Leben angenehmer, sondern wer bringt mich näher zu Allah. Und dann sagt der Gesandte Allahs a.s.w., das Gleichnis eines guten und schlechten Gefährten ist wie das eines Parfümverkäufers und eines Schmieds. Vom Parfümverkäufer bekommst du entweder etwas geschenkt oder du kaufst bei ihm oder du nimmst zumindest seinen angenehmen Duft wahr. Beim Schmied aber verbrennst du entweder dein Gewand oder du nimmst einen unangenehmen Geruch wahr. Freundschaft färbt also. Und das immer. In beide Richtungen. Und wenn wir keine tiefen Freundschaften haben, dann lohnt es sich zu fragen, wen suche ich überhaupt? Und bin ich selbst jemand, mit dem man befreundet sein möchte? Jetzt wird es interessant, liebe Geschwister. Wie haben die Sahabe Freundschaft gelebt? Es gab unter den Sahabe ein Konzept, nämlich die Verbrüderung. Als der Gesandte Allahs a.s. nach Medina kam, verbrüderte er jeden Muhajirun, also jene Einwanderer aus Mekka, mit einem Ensar, einem Einheimischen aus Medina. Diese Verbrüderung war ernst gemeint. Die Ensar teilten ihr Haus, ihr Essen, ihr Besitz. Also nicht wie bei uns, kein Ich folge dir auf Instagram, kein Wir schreiben manchmal. Es war echte Verbundenheit, echte Verantwortung füreinander. Und jetzt schau dir unsere Zeit an. Hunderte von Instagram-Followern, WhatsApp-Gruppen, die schweigen, Likes auf Fotos, aber niemand, der fragt, wie geht es dir wirklich? Wir haben Kontakte, aber keine Gefährten. Und der Unterschied ist riesig. Ein Kontakt kennt dein Gesicht, ein Gefährte aber kennt deine Kämpfe. Lass mich direkt mit dir reden. Du lebst in einer Zeit, in der du technisch gesehen mit Millionen von Menschen vernetzt bist. Aber gleichzeitig ist Einsamkeit unter jungen Menschen so hoch wie nie zuvor. Warum? Erstens, Social Media ersetzt keine echten Gespräche. Du kannst täglich 50 Stories anschauen und trotzdem niemand kennen.
Du siehst Highlights, aber keine Menschen. Zweitens, wir haben verlernt, uns zu öffnen. In unserer Kultur gilt, stark sein bedeutet nichts zeigen. Keine Schwäche, keine Verletzlichkeit. Aber echte Freundschaft entsteht genau dort, wo du dich zeigst. Nicht die Fassade, sondern du. Und drittens, wir warten. Wir warten, dass jemand auf uns zukommt und wir warten, dass jemand fragt. Und wir warten, dass Freundschaft einfach passiert. Aber Freundschaft passiert nicht einfach so. Freundschaft wird gebaut. Stein für Stein, Gespräch für Gespräch und Zeit für Zeit. Und jetzt die wichtigste aller Fragen. Was kannst du konkret tun? Unser erster Schritt könnte sein, sei ehrlich mit dir selbst. Nicht als Selbstkritik, sondern als Diagnose für dich selbst. Frag dich doch einmal, bin ich jemand, dem Menschen vertrauen können? Öffne ich mich oder halte ich mich distanziert? Höre ich wirklich zu oder warte ich nur auf meinen Redebeitrag? Diese Fragen sind kein Angriff auf dich. Sie sind der erste Schritt zur Veränderung. Der zweite Punkt. Fang klein an. Du musst nicht morgen beste Freunde haben, aber du kannst heute ein Gespräch anfangen. In der Moschee beispielsweise nach dem Gebet, im Kurs vielleicht, im Verein, bei der Arbeit. Einfach ein aufrichtiges Gespräch. Aber keine Performance, auch keine Maske. Und unser dritter Punkt, suche Menschen mit gemeinsamen Werten. Der Gesandte Allahs a.s.w. hat uns klar gesagt, Freundschaft färbt ab. Suche die Menschen, die dich an Allah erinnern, die dich besser machen, nicht bequemer, die dir die Wahrheit sagen, nicht nur das, was du hören willst. Unser Schritt 4: sei der Freund, den du suchst. Frag jemanden, wie geht es dir wirklich? Und warte auf die echte Antwort. Sei da, wenn jemand Hilfe braucht. Ohne Gegenrechnung, ohne Erwartung. Denn der Gesandte Allahs a.s.w. hat gesagt, Allah hilft dem Diener, solange der Diener seinem Bruder hilft. Wenn du für andere da bist, zieht das Menschen an. Nicht einfach als Strategie, sondern als Charakter. Ich weiß nicht genau, was du gerade durchmachst. Vielleicht bist du schon lange alleine. Vielleicht würdest du das niemandem erzählen. Vielleicht glaubst du, das sei einfach normal bei dir. Aber ich sage dir, das ist nicht dein Schicksal. Freundschaft ist eine Ibadah. Sie zu pflegen ist Sunnah. Sie zu suchen ist erlaubt und erwünscht. Und Allah, der dich erschaffen hat, der weiß, dass du Nähe brauchst. Der den Menschen als soziales Wesen erschaffen hat. Dieser Allah hat dir nicht die Fähigkeit zur Verbundenheit gegeben, damit sie ungenutzt bleibt. Mach den ersten Schritt. Auch wenn er klein ist. Auch wenn es sich seltsam anfühlt. Auch wenn du schon oft enttäuscht wurdest. Uns würde dein erster Schritt interessieren. Schreib deine Gedanken in die Kommentare, lass ein Like da und abonniere den Kanal. Und falls du jemanden kennst, der genau dieses Video benötigt, teile dieses Video mit diesem Bruder oder mit dieser Schwester. Fi amanillah, Salamun alaikum.